Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext, eine neue Ausgabe. Heute zu einem Thema, das ebenso verschwiegen wird, kann man ja sagen. Und zwar, Hitler hat seiner SA verboten, Waffen zu tragen. Wo hört ihr das? Wo lest ihr das? Was von den Experten normalerweise nicht veröffentlicht wird, ist die Tatsache, dass Hitler 1925 nach dem vergeblichen Putsch in Bayern die SA wieder ins Leben rief und dabei sehr genau darauf achtete, dass diese nicht mehr paramilitärisch sein sollte. Offenbar hatte er aus dem Verbot seine Lehren gezogen. Hitler schrieb in Mein Kampf, dass die SA mit einer, ich zitiere, militärischen Organisation gar nichts zu tun haben dürfe, sondern lediglich ein Schutz- und Erziehungsmittel der nationalsozialistischen Bewegung sei, deren Aufgaben auf einem ganz anderen Gebiet als jener der sogenannten Wehrverbände lägen. Tat Ende. Eine Folge davon war, dass SA-Führer Ernst Röhm, der auf einen paramilitärischen Charakter der SA drängte, zurücktrat und nach Bolivien ging. Am 29. September 1925 wiederholte Hitler, dass es Angehörigen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei aufs Strengste untersagt sei, sich in irgendeiner Form militärisch ausbilden zu lassen. Verschwiegen wird also, Hitler verbot seinen NSDAP-Mitgliedern, sich militärisch ausbilden zu lassen. Ein Jahr später gab Hitler der SA eine neue Satzung, der zufolge sie Ausschreitungen in jeder Form verhindern und dem öffentlichen Auftreten der Partei einen eindrucksvollen und würdigen Charakter verleihen sollte. Die SA sei lediglich für den Ordnerdienst und den Saalschutz für die Sicherheit der Bewegung verantwortlich. Jegliche Art von militärischer Spielerei, wie Hitler es nannte, wurde von ihm untersagt. Was verheimlicht wird aufgrund des Legalitätskurses der NSDAP, war es der Partei und ihren Gliederungen, auch der SA, grundsätzlich verboten, Waffen zu tragen. Sollte jemand dagegen verstoßen, drohte der Parteiausschluss. Im April 1930 schickte die Parteiführung ein Schreiben an alle NSDAP-Gauleiter. Darin hieß es, ich zitiere, unsere Waffen sind nicht der Dolch oder die Bombe, Maschinengewehre oder Handgranaten oder militärische Formationen. Unsere Waffe ist ausschließlich die durchschlagende Richtigkeit unserer Idee, die siegreiche Gewalt unserer Thesen, die Unermüdlichkeit unserer Aufklärungsarbeit. Zitat Ende. Als Gegensatz noch einmal das Statement des KPD-Abgeordneten Friedrich Selbmann vom Juli 1932. Ich zitiere, die wichtigste Form des Kampfes ist nicht die Abstimmung im Parlament, sondern auf den Barrikaden, nicht in den Sitzungssälen, sondern mit der Handgranate in der Hand. Zitat Ende. Dies als Quelle ist die Denkschrift über die kommunistische Bewegung vom Juli 32 aus dem Bundesarchiv Koblenz. Hitler sagte am 8. Mai 1931, Straftaten wie Totschlag oder Landsfriedensbruch würden allen der SA gegebenen Instruktionen widersprechen und den Parteiausschluss zur Folge haben. Hitler bestand noch im Mai 1930 persönlich darauf, den Charakter der SA weniger militärisch als sportlich zu prägen. Hermann Göring gab am 26. November 1931 dann im Auftrag von Hitler eine Erklärung ab. In ihr hieß es, dass gegen jeden, der die Weisung der Legalität nicht befolgt habe, werde die Parteileitung rücksichtslos vorgehen und ihn aus der Partei ausschließen.
Noch im März 1932 zirkulierte ein interner Befehl in der SA, dass, ich zitiere, scharf geprüft werden soll, ob das Waffenverbot eingehalten werde. Zitat Ende. Ich werde noch ein Video dazu machen, in dem ich vergleiche den roten und den braunen Terror, also KPD oder NSDAP, welcher Terror mehr Todesopfer forderte, welcher Terror mehr Waffenbesitz hatte und das alles aufgrund von Archivmaterialien der Polizei, also nicht der NSDAP und auch nicht der KPD, sondern der damaligen Polizei. Ihr seht also, es gibt einfach Dinge, die man heute so nicht mitteilt. Und das ist meine Aufgabe als investigativer Journalist der Vergangenheit, diese Dinge auf den Teppich zu bringen. All das, was ich euch heute gesagt habe, ist in meinem Buch Adolf Hitler eine Korrektur, sehr dicker Band, auf 2200 Seiten dokumentiert. Also ihr könnt jeden Absatz, jedes Dokument, das ich nenne, könnt ihr nachvollziehen, woher ich die Quelle habe. Die Quellen sind verifiziert und es ist garantiert keine rechtsradikale Quelle dabei. Ich bin ja nicht dumm, weil ich weiß ja, wenn nur eine einzige Quelle von meinen ganzen Büchern, 15.000, 16.000, eine einzige aus einer rechtsradikalen Quelle wäre das ganze Projekt erledigt. Ich bin nicht dumm. Ich habe auch noch ein neues Buch geschrieben, Deutschland muss vernichtet werden. Es geht darum, um die Vertreibung, Vernichtung und den Völkermord an uns Deutschen. Ihr seht im Hintergrund noch einmal das Titelbild. Ich habe in diesem Buch etwas Einzigartiges gemacht, das es noch nie gegeben hat bisher. Ich habe eine Massenmordbilanz erstellt über die Massenmorde an uns Deutschen. Es geht nur um Opfer, die nicht im Krieg, also nicht um Kriegsopfer, sondern um Opfer, zivile Opfer und um Kriegsgefangene. Aber nicht um Wehrmachtssoldaten, die gefallen sind. Das ist genauso schlimm, aber ich wollte in diesem Buch die zivilen Opfer und, wie gesagt, inklusive der Kriegsgefangenen dokumentieren. So ein Buch gibt es weltweit noch nicht, weil ich spanne den Bogen von 1914, als als Churchill die Hungerblockade gegen die Deutschen eingeführt hat, bis zur heutigen Zersetzung. Deshalb ist Angela Merkel auch auf dem Titelbild, weil durch die Grenzöffnung wurde unser Land zersetzt. Und die Kriminalität, die anhält seit 2015, die dokumentiere ich mit vielen Statistiken, sodass keiner dieses Buch wegklagen kann, weil die Statistiken sind nicht wegklagbar. Also bis heute wird unser Volk zersetzt. Ich spreche ausdrücklich nicht von einem Bevölkerungsaustausch, weil dies für mich eine Verschwörungstheorie ist. Ich habe dazu ein Video gemacht über den Huttenplan. In diesem Video habe ich darüber gesprochen, warum meine Auffassung so ist. Jeder andere kann anders darüber denken, klar. Ich kann nur das sagen, was ich auch juristisch beweisen kann. Sonst bin ich weg vom Fenster. Also ich kann nicht sagen, ich glaube, ich meine, ich denke. Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist zu sagen, so ist es und das sind die Beweise dafür. Alles andere ist Glauben. Und mir hat mal einer gesagt, Glauben tut man in der Kirche, aber nicht als Journalist. Bitte folgt mir auf Telegram. Es ist wirklich wichtig. Sagt auch euren Bekannten und Verwandten, sie sollen mir auf Telegram folgen, weil ich weiß nicht, wie lange ich noch bei YouTube bin. Ich sage es immer und immer wieder. TikTok hat mich innerhalb von Sekunden meinen ganzen Kanal dicht gemacht. 18.000 Abonnenten weg. Also, wenn ihr mich mal nicht bei YouTube seht, geht auf Telegram. Am besten ihr geht jetzt schon auf Telegram, weil dort kriegt ihr auch noch Informationen, die ihr hier bei YouTube nicht kriegt.
Ich bin jeden Tag auf Telegram, mache zusätzliche Audionachrichten, auch manche Videos, die ich jetzt hier nicht veröffentliche. Folgt mir auf Telegram. Der Link ist unten angegeben und ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren und auch ein anderes aktuelles Buch, das ich veröffentlicht habe. Es geht hier um die Finanzierung von linken und linksextremen NGOs durch euer Steuergeld, eure Steuergelder. Und ihr könnt es nicht glauben, wie viele Milliarden in die Rachen dieser linken und linksextremen fließen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Grant.